Hallo ihr Lieben und willkommen bei Astrolymp. Bevor ich heute loslege, muss ich euch sagen, unser Haus ist eine Baustelle und ich habe die Fenster zu und trotzdem hört man immer wieder Maschinen. So, ich habe heute vor, mal wieder eine Überraschungsneuerlegung zu machen. Schauen wir, was die Karten uns mitgeben. Ich mache es mit 2 Kartendecks. Kann ich die eigentlich auch gleich umdrehen? Das Mischen dauert jetzt kurz. Ihr könnt in eurem Bildschirm, habt ihr so ein Rädchen drin, da könnt ihr das gerne ein bisschen beschleunigen. Für mich ist das Mischen vor der Kamera wichtig und auch die Zeit, die es braucht. Wow, was für eine Energie. Wir legen gleich los. So, wir haben hier unterm Deck die Kiste, die steht auf dünnem Eis. Da ist der schöne Schein drin. Man kann durchbrechen. Und die Zahl 22 ist auf dieser Karte. Und bei der 22 geht es auch um Befreiung von Altlasten, um Erfindergeist, um Diplomatie, um das Weichenstellen. Es kann jetzt hier im beruflichen Bereich sein, aber auch bei allgemeinen Legungen das Thema, dass man irgendwo spürt, hier bin ich nicht sicher, hier brauche ich ein besseres Fundament. Dann zeigt sich hier in der Reihe der Vergangenheit irgendein Verlustthema. Es kann jetzt etwas sein, was die Familien betrifft, die Kinder, die Finanzen. Dinge, die vielleicht sehr schnell kamen, die Spuren hinterlassen haben, die irgendeine Situation ausgelöst haben, wo wir einen Kampf führen. Man fühlt sich hier beraubt oder beschnitten oder man hat diese Energie, dass man etwas nicht halten kann. Man kommuniziert viel mit seiner eigenen Seele, man denkt an die Kindertage, das Familienleben ist mit dran, also es betrifft dann schon auch alle. Schnelle Einschnitte, die vielleicht auch Geld gekostet haben. Investitionen in Neubeginne. Und das ist so die Situation der Vergangenheit. Dann haben wir im Hier und Jetzt tatsächlich so, ich nenne es mal ein Schattenthema mit dem, was man im Thema Verbindungen, Beziehungen, Verbindlichkeiten hat. Man hat irgendwo einen Trigger, ja, oder ein Gefühl auch von irgendwelchen Phasen. Manchmal ist es besser, manchmal ist es schlechter.
was ja immer auch so ist, wir haben niemals immer ein Hoch und auch niemals immer ein Tief. Und hier geht es darum, sich wieder zu öffnen emotional und aufeinander zuzugehen. Dann haben wir in ihm Hier und Jetzt, dass wir durch einen Umweg in eine verbindliche Situation kommen können. Denkt immer dran, wir wollen dünnes Eis verlassen. Und hier ist sozusagen etwas, das steht uns zwar im Wege, aber wir kommen ganz gut durch. Wir können uns durchschlingeln, um dann verbindlich etwas Gutes zu generieren. Es kann hier ein Neubeginn sein in Partnerschaften, Verträge aller Art, denn wir haben hier auch das Thema Arbeit. Und hier ist etwas, das ist wie, oder man fühlt sich wie wiedergeboren. Die Sonne liegt drauf, das ist der Sommer, das ist die gute Zeit. Das ist auch das Vereinigen von Gegensätzen, der männliche und der weibliche Teil, der wieder mehr miteinander ticken. Diese Reihe symbolisiert das jetzt, und da die Mitte, die mittlere Karte für mich die wichtigste ist, ist es, dass wir mal einen ganz anderen Weg gehen, dass wir uns durchschlängeln, auch wenn es mal anstrengend ist, dass wir uns dabei wieder selbst treu werden und dass wir uns ganz fühlen, um dann etwas aufzubrechen, das wieder ins Leben reingeht. So, dann haben wir hier für die Zukunft das Wissen, die Erfahrung, die wir gemacht haben, die Erfahrung, die wir brauchen. Man darf sich hier fragen, was ist mir wichtig, ne? Herz oder Verstand oder beides im Einklang. Denkt immer dran, hier ist die Kiste, die nur Schein ist. Vielleicht dachte man, das wäre die Schatzkiste, aber man kommt endlich dran und man merkt, es ist nichts drin, ne? Und das ist vielleicht die Erfahrung, die wir hier machen. Das, was du besitzt, kann dir immer wieder genommen werden. Also gucke, dass du deine Entscheidungen ausgewogen triffst. Nutze dein Wissen aus der Vergangenheit. Dann macht sich hier auf die Reise das Kind. Das ist der Neubeginn an sich. Das, was du hier geboren hast, als noch nicht sichtbar, wird sich hier manifestieren. Hier geht es unter Umständen auch um Menschen, die wichtig für uns sind, ne? Wer hält dich, wer trägt dich, wer unterstützt dich, wo wurde viel versprochen und es ist nichts passiert. Kommt relativ oft vor allem wenn es schwierig wird. Wo sind Situationen, wo ich andere, hier haben wir ja den Umweg in Beziehungsthemen auch, wo ich andere mit involviere oder wo ich auch sage, da ist auch der Schein größer als das Sein. Also dieses Aussortieren nochmal und mit etwas Frieden schließen. Möglicherweise geht es hier auch um Entscheidungen, die mit euren Kindern zu tun haben. Aber ich habe irgendwie auch, dass wir wieder näher zu uns selbst kommen, dass unsere Reise weitergeht, dass wir uns Klarheit verschaffen, dass wir wieder durchblicken. Und hier in den Eckkarten habe ich, dass es auch sehr schnell geschehen kann. Es ist keine lange Zeit, die hier liegt. Mit der Sense hast du sowieso alles, das schnell geht oder schnell in Fahrt kommt. Spannend. Hier beginnt die Reise dann neu, mit einem festeren Fundament. Die Energien hier im Jetzt sind aber schon so, dass sie unheimlich gut sind, ne? Man kommt auf einen anderen Weg, auf eine andere Idee. Ein Umweg lohnt sich sozusagen, weil das Ergebnis verbindlich besser ist. Hier haben wir noch, wir werden mit neuer Lebensenergie aufgetankt und ein Geschenk ist auf dem Weg zu uns. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch. Bis zum nächsten Mal.